Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 23 My Team. Und dieses Mal geht's nach Austin. So wie es aussieht. Ah ja. Okay, also bis auf 2 Teile habe ich alle angepasst. Und dafür sollten wir genug Punkte haben eigentlich jetzt nach dem Training. So, das Ding ist, jetzt müssen wir mal anfangen zu gucken hier, weil jetzt sollten wir uns neue Teile holen, glaube ich. Ich brauche auf jeden Fall ein neues Getriebe. Steuerelektronik reicht für den Rest der Saison. Turbolader reicht auch. Energiespeicher sowieso. MGUH sollte auch reichen. MGUK sowieso. Da haben wir noch eine komplett ungenutzte und ich glaube, die brauchen wir nicht mal. Aber vielleicht einen Motor sollten wir noch einen nehmen. Okay, Qualifying. Okay. Vierter ist schon mal nicht schlecht. Das geht aber auch noch besser, weil ich habe in den Asses ein bisschen verkackt. Was? Was für Regen? Da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wendet das Spiel die Gridstrafe dann auf das Sprintrennen an oder auf das normale Rennen? Weil eigentlich müsste ja auf das normale Rennen angewendet werden. Fuck. Oh, jetzt kommt tatsächlich Regen. Das ist nicht gut. Ja, das ist vorbei. So, jetzt können wir auch die letzten Teile noch anpassen. So. So, dann können wir jetzt auch wieder entwickeln, dann machen wir das. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. Charles Leclerc lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Oscar Piastri, Perez, Verstappen, Phoenix, Fernando Alonso, Albon, Joe, Ocon, Sainz, Stroll, Magnussen, Gasly, Bottas, Drugovic, Hulkenberg, Tsunoda, Ricciardo, and Logan Sargent. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out.
We're still in with a chance of winning this title. We need you to push as hard as you can. Ja, genau, in the Jeff. remaining races. Ich glaub's auch. Okay, aber also ich bekomme die Strafe im Rennen, das ist richtig. Bei diesem Spiel weiß man ja nie. Sehr schön. Okay. Safety Car, okay. Das ist actually nicht gut mit dem Safety Car. Weil dadurch habe ich kein DRS gleich. Und das wäre sehr hilfreich zu haben. Okay, sehr gut, das war Leclerc. Okay, good work. Sehr gut. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Ja, es war ein bisschen weit raus. Ah, verdammt, Hamilton hat auch DRS. Na, okay, aber Dritter ist nicht schlecht. Dritter ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, dann ab ins Rennen. Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city center, has been home to the US Grand Prix since 2012, the latest in a long list of iconic tracks to have that honor. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside of the great city of Austin. This is a 3.6 mile lap with 20 corners, 10 to the left and 10 to the right, and top speeds of around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially with that rear wing DRS wide open. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Fernando Alonso, Ocon, Zhou, Bottas, Leclerc, Tsunoda, Albon, Hamilton, Sainz, Magnussen, Ricciardo, Drugovich, Sargent, Hulkenberg, Phoenix, Gasly, Verstappen, Oscar Piastri, and Lance Stroll brings the grid to a close. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. So, immerhin starten wir nicht von ganz hinten. Was wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, hätten wir das Sprintrennen weiter hinten beendet.
Okay, das war ein sehr guter Start. Am Start mal eben 6 Plätze gut gemacht. Und jetzt haben wir auch Hamilton. Oh, Leclerc hat ein Motorproblem. Caution. Green flag. Sehr nice. Okay, we've got a full course caution. The safety car. Safety car. Keep an eye on the delta. Ja, wir haben 2 Autos mit Motorenproblemen, die an der Seite der Strecke stehen. Dass ein Safety Car ist nicht wirklich überraschend. Aber das ist auf jeden Fall noch zu früh, um andere Reifen aufzuziehen. Um jetzt das Safety Car zu nutzen, um einen besseren Boxenstopp zu bekommen. Was wir dadurch allerdings theoretisch machen können, ist, wir können den Boxenstopp verzögern. Die Frage ist, reicht das, um auf Mediums zu gehen? Die viel bessere Frage, haben wir überhaupt noch Mediums? Nein. Wir haben keine frischen Mediums mehr. Ja, dann macht das wenig Sinn. Dann müssen wir auf Harz gehen. Nice work, mate. That brings you up a place. Sehr schön. Sehr schön. Da war Bottas vor mir, da konnte ich nicht so spät bremsen, aber ich sollte ihn trotzdem haben. Was für Kurve abgekürzt? Wenn überhaupt Streckenbegrenzung überschritten, weil ich außen rausgekommen bin, aber die Kurve habe ich definitiv nicht abgekürzt. There's a new strategy available on the MFD. Okay, copy that. Ja. Also irgendwie sowas hätte ich sowieso gemacht. Dass ich später reingegangen wäre, aber jetzt hat mir sowieso Jeff schon gesagt, hey, komm doch 2 Runden später rein. Okay, the stewards have now Und das macht absolut Sinn. DRS. Weil jetzt die weichen Reifen natürlich weniger abgenutzt sind als geplant durch das Safety Car. So, das war relativ einfach. Mit ERS und DRS hatte Bottas da keine Chance. Aber das gefällt mir. Alonso ist Vierter. Sorry. Sorry, Alonso. Right, you've got to leave room for other cars. We can't take too many penalties here. Ja, wenn es Teamorders in diesem Spiel gäbe, dann wäre das auf jeden Fall kein Problem gewesen. Also sei mal schön ruhig, Jeff. Das Ding ist, ich glaube, ich muss jetzt diese Runde reingehen, oder? Weil die vor mir jetzt gestoppt haben. Wenn ich da jetzt noch eine Runde draußen bleibe, habe ich die Befürchtung, dass die einen zu großen Vorsprung rausfahren durch den Undercut. Auf der anderen Seite, die Reifen fühlen sich sogar eigentlich noch gut an. Nee, komm. Okay.
Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, ich habe auf jeden Fall eine Position verloren. Und Russell war vorher 1,7 Sekunden vor mir. Der ist jetzt 3,5 Sekunden vor mir. Ich glaube, das war ein Fehler. Das größte Problem ist, Norris wird dieses Rennen auf jeden Fall gewinnen. Was blöd ist. Weil unser stärkster Kampf ist gerade nicht in der Fahrerwertung, sondern in der Konstrukteurswertung. Gegen McLaren. Russell und Perez sind da vorne am Kämpfen. Das ist natürlich gut für mich. Also Norris werde ich auf keinen Fall mehr bekommen. Da habe ich keine Chance. Mit leichtem Rutscher, aber ich habe Russell. Da bin ich zu weit rausgekommen, ja. Alter. Da hatte ich jetzt aber richtig viel mehr Geschwindigkeit. Great maneuver. You made it look so easy. Okay, What? the safety car is out. Safety car is out. We need to... Warum? Right, drop your speed, Abdel. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum das Safety Car rausgekommen ist, aber gut. Yes, nice work, Okay. mate. You did a really good job today. Pretty sure the boss is going to be happy with that one. Also ich? Hä? Okay, interessante Aussage, Jeff, aber das ist sehr gut gelaufen. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? I think for driver of the day, I'd probably pick Lando Norris. Excuse me? His reputation today, and I think he'll be going home quite rightly, a bit proud of himself. Also sorry, das triggert mich jetzt ein bisschen. So, ich war offizieller Fahrer des Tages, okay. Aber warum sagst du, dass Norris für dich Fahrer des Tages ist? Digga, der ist von 2 auf 1, ich bin von 18 auf 2. Okay, whatever. Aber wir haben auch Verstappen aufgeholt. Und wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen von McLaren absetzen können. Weil klar, Lando hat ziemlich viele Punkte gemacht, aber Piastri war nicht in den Punkten. Und Alonso war in den Punkten. Das heißt, insgesamt haben wir mehr Punkte gemacht als McLaren. Das ist gut. Ja, also das ist eigentlich ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Dafür, dass wir halt die Strafen bekommen mussten für die zusätzlichen Teile. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ausreichend Teile, um die Saison zu beenden. Und von daher sollte es jetzt ein bisschen besser laufen. Also, ja, wir haben noch Chancen auf die 2 in der Fahrerwertung. Und wir haben noch immer einen sehr engen Kampf gegen McLaren in der Konstrukteurswertung. Also es wird auf jeden Fall noch spannend. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.